Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich diesen jugendlichen, asymmetrischen Drachenschal für euch entworfen und gehäkelt. Er ist allerdings nicht ganz so einfach nachzuhäkeln. Ein bisschen Häkelerfahrung ist hier sicherlich von Vorteil. Die gekringelten Enden sind ein absoluter Hingucker und bilden sich sozusagen ganz von selbst. Ich hoffe, der Drachenschal gefällt euch und jetzt wünsche ich euch viel Freude und Spaß beim Nacharbeiten. Heute verwende ich diesen vierfädigen Bobbel mit dem Namen Rosy Jeans von meine Bobbelträumerei. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Sabine Helfer, die mir diesen Bobbel zur Verfügung gestellt hat und den ich natürlich sehr gerne ausprobiere. Die Sabine macht wunderschöne Bobbels mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurex-Faden, in vielen verschiedenen Farben und ihr könnt euch sogar euren eigenen Farbverlauf zusammenstellen. Ihr findet meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich, da mal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich beginne von innen nach außen und ich mache eine Anfangsschlinge. Ich nehme eine Häkelnadelnummer 3,5 und jetzt häkle ich 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und ich häkle sie relativ locker, diese Luftmaschen. Jetzt hole ich einen Umschlag, lasse 3 Luftmaschen aus, die auf der Nadel zählen wir nicht mit, nur die fertigen. 1, 2, 3 auslassen und in die 4. Luftmasche häkle ich 3 Stäbchen, alle in eine Masche. 1, 2, 3, sodass wir jetzt insgesamt mit dem Ersatzstäbchen 4 Stäbchen haben. 1, 2, 3, 4. Jetzt lasse ich 2 Luftmaschen aus und in die 3. Luftmasche, die kommt, häkle ich eine feste Masche, dann 3 Luftmaschen und in dieselbe Masche, wo die feste Masche drin ist, 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Wieder alle in eine Masche und wir haben wieder 1, 2, 3, 4 Stäbchen. Jetzt lasse ich wieder 2 Luftmaschen aus und in die allerletzte Luftmasche, häkle ich eine feste Masche. Das Ganze sieht so aus, wir haben 2
Zacken. Jetzt wende ich die Arbeit, so dass die Zacken nach oben schauen und häkle 9 Luftmaschen und wieder nicht zu fest, nicht zu klein machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Immer darauf achten, dass die Zacken nach oben schauen. Wir häkeln wieder in die 4. Luftmasche von der Nadel aus gesehen, also 3 auslassen und in die 4. Luftmasche kommen 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Wir lassen 2 Luftmaschen aus und in die 3. kommt eine feste Masche, 3 Luftmaschen und in dieselbe Masche, wo die feste Masche drin ist, 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Jetzt lassen wir wieder 2 Luftmaschen aus, die beiden, die noch da sind, und häkeln in diese feste Masche, die direkt nach den beiden Luftmaschen kommt. Hier häkeln wir eine feste Masche, dann wieder 3 Luftmaschen und in dieselbe Masche, wo die feste Masche drin ist, 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Das Ganze sieht so aus. Wir haben praktisch 2 solche Grüppchen zugenommen. Die nächste feste Masche kommt in die Lücke zwischen den 3 Stäbchen und dem Ersatzstäbchen. Eine feste Masche, dann wieder 3 Luftmaschen und in diese Lücke hier, wo die feste Masche drin ist, 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und dann noch eine feste Masche in diese Lücke hier zwischen den Stäbchen und dem Ersatzstäbchen, ganz am Rand in die Lücke eine feste Masche. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben jetzt im Moment 1, 2, 3, 4 Zacken. 1, 2, 3, 4. Hier am Ende habe ich nur noch eine feste Masche in die Lücke gemacht und wir wenden die Arbeit und jetzt lassen wir auf dieser Seite einen Zacken sozusagen verschwinden. Dazu häkeln wir 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die Lücke zwischen den Stäbchen und dem Ersatzstäbchen. Und somit haben wir hier eine gerade Kante, die verläuft immer so weiter und ein Zacken ist jetzt verschwunden und hier beginnen wir mit den neuen Zacken. Im Moment haben wir jetzt 3. Jetzt häkeln wir wieder neue Zacken, also 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen in die Lücke. Eine feste Masche in die Lücke, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke, eine feste Masche in die Lücke, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke,
Bis jetzt haben wir 3 Zacken gemacht. Auch hier ganz am Rand, in diesen letzten Zacken, eine feste Masche zwischen die Stäbchen und das Ersatzstäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke, und in dieser letzten Lücke hier brauchen wir noch eine feste Masche in die Lücke. Das sieht jetzt so aus. Wir haben hier die gerade Kante, 4 Zacken. Und wir wenden wieder und wir schauen wieder, dass die Zacken nach oben schauen und häkeln wieder 9 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Häkeln einen Umschlag, lassen 3 Luftmaschen aus und 3 Stäbchen in die 4. Luftmasche. Somit haben wir wieder einen neuen Zacken gebildet. Wir lassen 2 Luftmaschen aus und in die 3. Luftmasche kommt eine feste Masche, 3 Luftmaschen und in dieselbe Luftmasche, wo die feste Masche schon drin ist, 3 Stäbchen, 1, 2, 3. Wir lassen die beiden Luftmaschen aus, die noch übrig sind, und häkeln eine feste Masche in die feste Masche direkt nach den beiden Luftmaschen. Eine feste Masche, 3 Luftmaschen und in dieselbe feste Masche 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Wir haben 2 neue Zacken dazu gemacht. Jetzt wieder eine feste Masche in die Lücke. Die Lücke heißt immer zwischen den 3 Stäbchen und dem Ersatzstäbchen. In diese Lücke eine feste Masche, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Eine feste Masche in die Lücke, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen in die Lücke. 1, 2, 3. Eine feste Masche in die Lücke, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zacken und hier, wo die gerade Kante verläuft, da beenden wir immer die Reihe. Das heißt, hier kommt nur noch eine feste Masche in die Lücke, so dass wir jetzt also wie gesagt 6 Zacken haben. Und wir wenden wieder und wir verlängern wieder diese gerade Kante, indem wir 3 Luftmaschen häkeln und eine feste Masche in die Lücke. So hat die Kante jetzt 4 Kästchen. Und jetzt geht es wieder im Muster weiter. 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke, zum nächsten Zacken eine feste Masche machen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke. 1, 2, 3. Eine feste Masche in die Lücke, 3 Luftmaschen,
3 Stäbchen in die Lücke. 1, 2, 3. Eine feste Masche in die Lücke, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke. Und hier sind diese beiden neuen, auch die behäkeln wir genau gleich. Eine feste Masche in die Lücke, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke. Und jetzt kommen wir immer zum letzten, dieser kleine Wurmfortsatz. Auch hier eine feste Masche in die Lücke, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke. Und bei diesem letzten hier immer eine feste Masche noch zum Abschluss. Und wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zacken. Und wir wenden wieder und immer auf der Seite, wo die Zacken sind, machen wir am Anfang der Reihe immer 2 neue Zacken hinzu. Das heißt, wir beginnen wieder mit 9 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und macht die Luftmaschen nicht zu klein, damit ihr gut einstechen könnt. Wir holen einen Umschlag, lassen 3 Luftmaschen aus und in die 4. Luftmasche, die kommt, häkeln wir 3 Stäbchen, sodass wir insgesamt mit dem Ersatzstäbchen 4 Stäbchen haben. 2 Luftmaschen auslassen, in die 3. Luftmasche, die kommt, eine feste Masche, dann 3 Luftmaschen und in dieselbe Masche, wo die feste Masche schon drin ist, 3 Stäbchen, 1, 2, 3. Dann bleiben 2 Luftmaschen übrig und hier müsst ihr die feste Masche suchen, die aus der Vorreihe vorhanden ist. Da kommt eine feste Masche wieder hinein, dann 3 Luftmaschen und weitere 3 Stäbchen in diese feste Masche. Und wir haben 2 neue Zacken. Diese gehört schon wieder zum anderen Teil dazu. Und wir häkeln wieder im Muster weiter. Eine feste Masche in die Lücke zwischen den 3 Stäbchen und dem Ersatzstäbchen. Dann 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in dieselbe Lücke, wo die feste Masche schon drin ist. Hüpfen dann immer von Zacke zu Zacke. Es beginnt immer mit einer festen Masche in die Lücke, dann 3 Luftmaschen und dann 3 Stäbchen in die Lücke. Zur nächsten Zacke hüpfen, eine feste Masche häkeln, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in dieselbe Lücke, wo die feste Masche schon drin ist. Zur nächsten Zacke eine feste Masche, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke. In die nächste Zacke eine feste Masche, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen
Und jetzt kommen wir wieder zu diesem geraden Stück und da häkeln wir nur noch eine feste Masche hinein. Und wenn ihr nachzählt, haben wir jetzt 2 Zacken mehr als in der Vorreihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vorher hatten wir 6 und wir wenden wieder. Und diese Rückreihe, wenn wir uns hier befinden, wo der gerade Teil ist, beginnt immer mit 3 Luftmaschen und einer festen Masche in die Lücke. Und hier beginnen wir wieder mit dem Muster. Diese Kante haben wir jetzt wieder verlängert und sozusagen einen Zacken verschwinden lassen. Der kommt hier ganz am Ende neu hinzu. Und wir häkeln wieder 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen in die Lücke, hüpfen wieder von Zacke zu Zacke und machen bei jeder Zacke das Gleiche. Immer eine feste Masche, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Hier fehlen mir diese beiden Zacken, die wir in der Vorreihe hinzugefügt haben. Auch hier eine feste Masche, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Und bei der letzten Zacke, da müsst ihr das ein bisschen suchen. Diese letzte Lücke hier, auch hier häkeln wir zunächst eine feste Masche, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen, 1, 2, 3 und bei dieser allerletzten Zacke brauchen wir noch eine feste Masche in die Lücke und wir haben wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zacken. Und jetzt sind wir wieder auf der Seite, wo die Zacken sind. Ich zeige euch die beiden Reihen noch einmal. Die beginnt immer, also immer da, wo die Zacken sind. Hier kommen 2 neue hinzu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Luftmaschen, ein Umschlag, 3 Luftmaschen auslassen, in die 4. Luftmasche 3 Stäbchen häkeln, zwei Luftmaschen auslassen, eine feste Masche in die 3. Luftmasche, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in dieselbe Masche, wo die feste Masche schon drin ist. Dann, ganz wichtig, eine feste Masche in diese feste Masche der Vorreihe, eine feste Masche, 3 Luftmaschen, in dieselbe Masche 3 Stäbchen, und jetzt sind wir wieder im Muster drin. Immer von Zacke zu Zacke hüpfen, eine feste Masche in die Lücke, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke, und wieder von Zacke zu Zacke hüpfen und überall das Gleiche machen.
bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ganz wichtig, hier schauen, am Ende der Reihe kommt die gerade Kante und hier kommt nur noch eine feste Masche in die Lücke und wir haben wieder 2 Zacken mehr als in der Vorreihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und in der nächsten Reihe ergeben sich wieder 10 Zacken und die Reihe, wenn wir auf der geraden Seite hier sind, beginnt immer mit 3 Luftmaschen und einer festen Masche in die Lücke. So ist eine Zacke praktisch wieder verschwunden, die Kante hier länger geworden und ab hier beginnt wieder das ganz normale Muster, immer mit 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen in die Lücke. Immer zuerst eine feste Masche, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen und das machen wir wieder bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ganz wichtig hier, die letzte Zack ist ein bisschen anders. Sie beginnt aber auch mit einer festen Masche in die Lücke, dann 3 Luftmaschen und dann 3 Stäbchen. Und hier nicht vergessen, am Ende noch eine feste Masche in die Lücke. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Das Tuch wächst immer weiter und weiter. Diese Kante wird immer länger, diese ebenfalls. Das Ganze wird asymmetrisch und es steigt die Anzahl der Zacken immer um 2. Und dann bleibt die Anzahl immer 2 Reihen gleich. Also jetzt haben wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zacken und diese beiden Reihen werden sinngemäß jetzt immer wiederholt. In den nächsten beiden Reihen habt ihr 12 Zacken, dann 14, dann 16 und so weiter. Und ich mache das, bis ich noch ca. 20 bis 25 Gramm des Bobels übrig habe und ich würde mit so einer zweiten Reihe enden, also auf dieser Seite enden, wo am Ende noch diese extra Zacke hinzukommt. Hier würde ich vorläufig enden und dann machen wir dann noch eine Abschlussreihe. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Kommen zurück. Ich habe die beiden Musterreihen stets wiederholt. Jetzt habe ich noch ungefähr 37 Gramm des Bobels übrig. Die brauchen wir noch für die Abschlusskante. Das Ganze sieht so aus, damit ihr das seht. Ich habe mit einer Rückreihe geendet, also hier noch diesen letzten Zacken gemacht, wie immer, am Ende noch mit einer festen Masche und jetzt wenden wir nicht mehr, sondern behäkeln die Halskante. Die Halskante solltet ihr ein bisschen auseinanderziehen und hier häkeln wir jetzt weiter. Und zwar beginne ich mit 3 Luftmaschen nach dieser festen Masche hier und häkle noch in dieselbe Einstichstelle, also in diese letzte Lücke hier, wieder 3 Stäbchen. Und häkle dann immer in die
Luftmaschenkette, also in diese Lücke. Hier seht ihr die 3 Stäbchen in einer Masche und hier dazwischen sind immer ein Stückchen Luftmaschenkette und da hinein in die Lücke häkle ich zunächst eine feste Masche, dann 3 Luftmaschen und in dieselbe Lücke 3 Stäbchen, sodass wir auch hier wieder Zacken erhalten. Dann dieses Grüppchen überspringen und in die Lücke um die Luftmaschenkette herum eine feste Masche, 3 Luftmaschen und in dieselbe Lücke 3 Stäbchen. Und wieder in die nächste Lücke springen, eine feste Masche häkeln, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. So bekommt auch die Halskante wunderschöne Zacken und das machen wir, bis wir zur nächsten Ecke kommen, also die ganze Halskante entlang und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen und ich wollte noch erwähnen, falls es einmal nicht eindeutig erscheint, wo man einstechen soll, wichtig ist, dass ihr nicht zu viele Zacken aufeinander macht, dass jede ihren Platz hat, sonst stellt sich das Ganze auf. Also möglichst, dass es flach wird, also nicht zu viele Zacken nebeneinander zu dicht aufeinander machen. Und ich bin an der Ecke angekommen und hier mache ich, damit wir gut um die Kurve kommen, in die letzte Lücke noch eine zweite Zacke, also hier brauchen wir sie dicht aufeinander, damit sich die Ecke nicht aufstellt. Auch und dann in die nächste Lücke, also hier haben wir jetzt die gerade Kante, hier haben wir immer oben so eine Luftmaschenkette, hier häkeln wir weiter, wieder eine feste Masche und 3 Stäbchen und wenn es nötig ist, auch hier vielleicht noch eine zweite Zacke hineinhäkeln, hier bei der allerersten Lücke, damit auf keinen Fall sich die Ecke aufstellt. Und dann springen wir von Luftmaschenkette zur Luftmaschenkette und häkeln in jede unsere Zacke hinein, so wie wir es schon kennen. Wieder eine feste Masche, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und wieder in die nächste Lücke springen. Und das sieht dann so aus. Ich habe also hier am Ende der Reihe 2 Zacken in eine Lücke gemacht und hier noch einmal, damit das schön rund wird. Und jetzt häkeln wir die gerade Kante entlang, bis wir wieder zu den Zacken kommen. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe bei der Zackenkante angekommen. Häkle hier noch
die letzte Zacke hinein. Und hier ist diese feste Masche von dieser Seite und da häkle ich noch eine Kettmasche hinein, dann eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und damit ist unser Drachenschal fertig. Jetzt müsst ihr nur noch die beiden Fäden vernähen. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt viel Freude mit diesem jugendlichen Drachenschal und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.